So, da sind wir auch wieder beim neuen Teil von Call of Cthulhu, The Dark Corners of the Earth. Wir sind in der letzten Folge in einen Keller gefallen, wo man auf den ersten Blick nie rauskommt, wo wir allerdings schon gerade einmal die Leiter vom Bücherregal umgeschmissen haben, um die Wand aufzukriegen. Jetzt wollte ich euch mal eben nochmal die Einträge vorlesen. Einfach mal, um auf den aktuellsten Stand zu kommen. Und was denn so die Zeitungen berichten. So, Arkham Advertiser vom 6. Februar 1922. Diebe haben die Lebensmittelgeschäft ausgeraubt. Filialleiter wird vermisst. Diebe haben den First National Lebensmittelladen in Insmouth ausgeraubt. Sie haben die Tür zerstört und die Kasse aufgebrochen. Der neu eingeteilte Filialleiter Brian Burnham wird seit kurzer Zeit vor dem Diebstahl vermisst. Dies ist äußerst beunruhigend, sagte Mr. Arthur Anderson, Regionalleiter von First National, in seinem Büro in Arkham. Diese Zweigstelle wurde erst kürzlich eröffnet und die First National Lebensmittelkette setzte große Hoffnungen in ihren Erfolg, wenn man berücksichtigt, dass in Insmouth keine modernen Geschäfte und Einrichtungen vorhanden sind. Der Raubüberfall ist definitiv ein Rückschlag und noch besorgniserregender die Tatsache, dass der Leiter der Zweigstelle verschwunden ist. Die Behörden in Insmouth konnten nicht für einen Kommentar diesbezüglich erreicht werden. Verständlich, ne? Wenn sie schon mit mir nicht reden wollen, was sollen sie mit der Presse? Gut, weiter geht's. Tagebuch von Brian Burnham. Nun, ich stimme den Einwohnern hinsichtlich einer Sache zu. Ich sollte in dieser jämmerlichen Katastrophe, die eine Stadt darstellen soll, nicht festhängen. Ich kann vollkommen verstehen, warum niemand hierher kommt. Ein weiterer lahmer Tag im Laden. Anfangs dachte ich, dass niemand kommt, weil First National kein lokales Geschäft ist. Aber ich habe allgemein niemanden in eines der anderen Geschäfte gehen sehen. Bis jetzt habe ich nicht gesehen, wie einer der anderen Läden den Geschäftsbetrieb aufnimmt. In diesem Ort liegt absolut der Hund begraben. Dennoch wird es nicht lange dauern, bis ich von hier verschwinde. Bis wir beide von hier verschwinden. Sie ist das einzig Gute in Insmouth. Wir werden den Safe des alten Welt ausbrechen, einen Wagen nehmen und dann ab nach New York City. Helle Lichter, Nachtleben und all das. Ich werde ihr alles zeigen. Klingt ein bisschen danach, dass er abhauen wollte oder abgehauen ist. So, wir haben noch eine weitere Ausgabe. Arkham Advertiser, 7. Februar. Raubüberfall in Insmouth. Vermisster Leiter angeklagt. Aha. In der gestrigen Ausgabe berichteten wir über einen Raubüberfall im kürzlich eröffneten First National Lebensmittelladen in Insmouth. Der Fall hat heute eine neue Wendung genommen. Als die zuständige örtliche Behörde Brian Burnham, der Leiter des Geschäfts, als Verdächtige nannte. Betonung sollte auch gekonnt sein. Burnham wird seit dem Raub vermisst und hat Vermutungen zufolge die Gegend verlassen. Es ist ein ziemlich eindeutiger Fall, sagte gestern Chief Constable Andrew Martin auf die Fragen vom Advertiser. Dieser junge Mann hat einfach seinen Arbeitgeber bestohlen und die Flucht ergriffen. Ich vermute, dass er den Bezirk oder sogar den Bundesstaat verlassen hat. The Chief Constable dismissed concerns expressed by First National Groceries Regional Manager, Mr. Arthur Anderson, that Burnham may have been kidnapped or injured. Ja, da war der Text wohl nicht komplett auf Deutsch übersetzt. So, und der Text ist auch schon zu Ende. Ist natürlich eine internationale Zeitung, ne? Da schreibt man mal Deutsch, mal Englisch, je nachdem, wie man lustig ist. Manchmal nimmt man sogar ein Wort wie werden zweimal vor. So, dann wollen wir mal weitergehen. Hier liegt die besagte Leiter, die uns einen Gang frei gemacht hat, durch den wir jetzt auch den Keller verlassen werden. So. Ein paar These people Knochen. must have died a long time ago. Mhm. Gut, schauen wir mal. So. Dunkelkammer. Ja. Guck mal, kann man sogar rausgucken. So. Old photos of Insmouth.
Most of them have faded beyond recognition. Wo sind wir denn hier? The old printing press appears to have been sabotaged. Ah, Zeitung. Alter, was ist das denn? Und die hat auch schon bessere Tage, wa? The poor woman must have taken her own life. Na, ich sehe hier nichts, was Nothing of interessant sein interest könnte. here. Schade. Nothing of any real interest. Tja, The door's bolted shut. okay. The door's bolted shut. Was ist das? Ah! Aha! Warte mal. Den Raum kennen wir doch. Ja, wusste ich doch. So. Wollen wir einmal speichern hier. Wir fangen jetzt an, auf 2 Speicherplätzen immer zu speichern, immer abwechselnd, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ein alter Speicherstand nicht beschädigt ist. So, jetzt ist die Frage, ob der Typ hier noch irgendwo rumläuft. Ich hoffe, dass er mir jetzt nicht entgegenkommt. Ah, das sieht schon wieder nicht so gut aus für mich. You better keep your trap shut. I won't tell him anything. Doch, sagt mir was, sagt mir was. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Sorry, stranger. I can't help you. Ah, nur weil der Penner den da Guck mal, hier steht die I Statue. need to find someone who isn't too scared to talk. Der Vieh, oder wer mich beobachten wollte, der war doch hier oben. Irgendwie da oben war das. Aber ich sehe nichts. So, wollen wir mal. Wir haben ja jetzt unseren Schnaps gefunden. Dementsprechend werden wir den jetzt auch dem alten Mann bringen. In der Hoffnung, dass er uns ein paar neue Sachen erzählt, die ich noch nicht weiß. Boah, diese Gestalten hier überall. Da lang, da lang. Washington Street. Ja, genau, da müssen wir hin. Es ist so dunkel. So dunkel. So. Alter Mann, ich hab deinen Schnaps. If you pardon my asking, have you lived here in this port all your life? Last 37 years in old lady Warren's house. Before that, over by fishing cannery. Cannery. Old lady Well, Warren's. we- You live in the town poorhouse? Go and fetch me a bottle of something to wet old Zedok's whistle, and I'll tell you all. Ja, kein Problem. Dann habe ich dir mitgebracht. Dein Pulver hier. Und jetzt raus mit der Sprache. Wohl bekommt's. Why, you're uncommonly kind, young feller. Here be a little something in gratitude that may help you in your search. Dann hat sie angehört wie ein Schlüssel. Now you be calling me crazy. Like them that's there rumoring in Ankrum and Ipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Mobid, where it all began, telling desperate folks they'd order get better gods. Them's that'd answer their prayers. Didn't the Christian folk of Insmouth object to such blasphemy? Aye, they did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways.
and all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet, till that artful night of 46. Them's out outside reckon out it being a riot. But I'd seen them. Swarms of them. Oh oh, hört sich nicht Look, gut an. old man, I don't have time to listen to these fishing tales. Boah, warte, das, du hörst das. Was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting and screaming and shouting all across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy as strangers if we were knowing what was good for us. Zadok, who did all this? Who did all Said the old captain was now deeper in debt to his heathen gods. They were hankering for more than just sacrificing. Obed told folks they had to take the oaths of Dagon. What the hell are these oaths? Und wieder hört man Dagon. You just ask old Wes about oaths of Dagon. Aye, he take the third oath. Just head over to his hole in the Dog Street. Then you'll see, for definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Ja, dann wollen wir da mal hin, würde ich sagen, wa? Alter Mann, du machst Where did Sachen. Captain Obed Marsh learn of these heathen matters? In warring foreign parts, the old fool I lent to ways of making gains, doing heathen things. He found a tribe of Kanakis in the South Seas led by a savage. Chief went by a name of Wallachia. And his tribe never went without food, for they had all the fish they could catch. Old Obed learned from his Wallachia that there's things on this earth as most folks never heard about. Seems these Kanakis was worshipping undersea gods, with heaps of human sacrifices and other heathen things. But they would get all kinds of favors in return. Plenty of fishing and even gold now and then. Human sacrifices. Maybe you've had just a bit too much. I don't blame you for not believing it, young fella. But just answer me this. Why did Captain Obed roll out to the reef of Satan and chant a lot of rites and incantations in the dead of night? So loud you could hear 'em all over the port. He cast something in the water that eve, out the other side of Devil's Reef. Some kind of thingamajig crafted out of lead. It was given to him by a Wallachia. So, what happened? Well, not long after the smoke started coming out of the chimneys at the old gold refinery, the Marsh family and those that had joined with Obed in his ways started prospering in the esoteric order of Dagon. Came into being with his heathen sermon, that shit they do. What kinds of ceremonies? Yeah. Get out of here, lad. Don't wait for nothing. They'll know now. I think he's had his fill for the night. Eindeutig. Oh, der schneit aber schnell. Zadok! Zadok! Curse you, lad, for staring at me with them eyes. The old captain in hell, and he's staying there. He can get me. He can't. No, he can't get me. I had nothing done. I ain't done nothing or told nobody nothing.
Na gut, dann wollen wir mal weitergehen, wa? So, das ist der Schlüssel zum Armenhaus der Stadt. Dann schauen wir mal, wo das ist. Oh! Mr. Walters, I must speak with you. Na endlich! It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell me your name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Insmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. What? Who's Ruth? Quickly, we don't have much time. You've got to follow me. Ja. Dann folgen wir ihr mal. Jack, Insmouth is a strange place. There are things that have no business being here. Foul, reeking things. Strange. Trust me, I'm good with strange. That remains to be seen, but I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Insmouth. Whenever you find one, you can use it to find a moment of sanctuary. Now, I must leave before we're seen together. I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. Tja. Warum da jetzt ein Stern drum ist, das kann ich auch nicht erklären. So, aber wir müssen irgendwie zum Armenhaus. Beziehungsweise, wo ist das? Irgendetwas hält schon wieder Ausschau. Ich weiß, dass es irgendwo da oben sein wird. Oder da? Irgendwo da kreucht und fleucht was rum. Ja. Ach, guck, wer hier schon wieder ist. Jack, we can't be seen talking together. What is it? Why do you stay in Insmouth, Rebecca? My grandfather, John Lawrence, was editor of the Insmouth Courier. He was murdered in the slaughter of 46. He had always despised the Marshes and their blasphemous doings, and it was he who led the party out to the reef that night. They arrested Captain Marsh and his order, and tossed them in the old jailhouse. A few weeks later, my grandfather was dead. My father saw him die. Him and many others, burned alive in the Courier's basement. All the more grounds to leave. Ah. To leave would be to fail my own legacy. I have a duty to protect the good in Insmouth. At least what little good remains. Ja, Schätzchen, dann beschützt mal das Gute, wa? Beschützt mich. She knows plenty, but I need to have a look. It won't open. A storage depot. It's shut. Wo bist du denn? Hello, Mackie. Jack, swell to see you again. Any leads on the Burnham case? Nope. Did you know the lad at all? Just pleasantries. Seemed a nice enough fella, if a little rough around the edges. Strange business, though. I'd never have fingered him as a crook. The First National was a well-run store, a rare thing here in Insmouth. Okay, Mackie. Thanks. Goodbye, Jack. Be careful what you're doing. Very careful. Insmouth's a dangerous place. Das habe ich auch Not schon everyone gemerkt. who visits here ends up leaving by the old bus route. This Mackie character knows plenty, but I don't think grilling him for scraps of information is gonna crack this case. Tja. Lass mich durch. It won't open.
Wo muss ich denn jetzt hin? It won't open. Hä? Rebecca, maybe you know. What happened at the variety store? Ah, Tom Waite's place. The gossip on the streets is that the store safe holds a great treasure. Since the Order got wind of the rumors, they've been desperate to get their filthy hands on it. But it seems they can't get close. Odd. Do you suppose Burnham knew about it? Maybe he pocketed it before breezing out of town. I don't know, Jack. He'd only been in town a few months, and we can't be certain he even managed to leave. Ruth Billingham must be involved in all of this somehow. She was desperate for a way out of Insmouth. What do you know about her? Only that she and Brian were close, much to the Order's disapproval. You should speak to Tom Waits. Find out for certain if the treasure's gone. Where can I find him? He lives on 803 Dog Street, just by the back of the old town poorhouse. Okay. Dog Street. Dann schauen wir mal, wo die ist, wa? Broad Street, South Street. Okay. Ja, wir schauen mal. It won't budge. Ja. Dog Street. Washington. Da geht schon wieder zum Town Square. Oh. It won't open. Die Frage ist ja eher, wo ist das Armenhaus? Warsaw Store. Das müsste es doch sein. Oder? Ach nee, das war ja das... Genau, mit den komischen Typen, der vor der Wache steht. So, aber... Dog Street, da haben wir sie doch. It's locked. It must lead to the back of the variety store. It won't budge. Das ist doch behämmert. It's unlocked. Ah, so, schnell Tür zu. Hat keiner gesehen, dass ich reingegangen bin. Wuhu, wir haben es geschafft. Pur Haus. So. Tja. Ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sind jetzt im Armenhaus. Und ich würde sagen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne ein Abo hinterlassen, wenn ihr mich weiterhin verfolgen wollt. Dies ist das erste Spiel von vielen, was ich wohl als Let's Play fertig machen werde. Ich denke mir, dass beispielsweise Pokémon Uranium mit dazu zählen wird, welches ich demnächst anfangen werde. Ja, also ich danke vielmals, dass ihr euch auch diese Folge angesehen habt und freue mich, euch bei der nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend und wir sehen uns am Freitag. Bis dann, ciao!